Ich bin hier in Medjugorje und ich habe einen speziellen Gast aus. Wo kommst du her? Ich komme aus der Region Bautzen, speziell aus der Gemeinde Kostwitz, Pfarrgemeinde Kostwitz. Wow, wie ist dein Vorname, wenn ich fragen darf? Ich bin Andreas. Andreas. Ja, Auf, erzähl. auf, auf Sorbisch heißt das Handri, Ja. Schota, Scholze. Und ich habe jetzt nicht gedacht, ich war oft in Treuenprietzen in der Gegend und da scheint eine Diaspora für Katholiken zu sein. Nicht so viele Katholiken, mehr Protestanten. Und bei euch hast du gesagt, da sind 85% Katholiken. Ja, also diese ganze Oberlausitz, was diese Region ja betrifft, Ja, das zieht sich ja dann bis an die tschechisch-polnische Grenze rüber. ja, Und da hat man auch durch diesen Einfluss dieser polnischen Ecke, hat ja. man auch diese Verbindung in diesen ganzen katholischen Bereichen, ich sage mal, die Arbeiten oder auch ja die Jugendaustausch untereinander und so, das läuft alles dann auch viel über diese ganze katholische Kirche. Wird auch viel da unternommen. Mhm. Na, genau. Und ihr kommt jetzt, hast du gesagt, zweimal im Jahr kommt ihr zur Pilgerreise nach Medjugorje. Genau, das machen wir schon seit über 25 Jahren. Mhm. Also der das immer geleitet hatte. Diese Pilgerfahrten, der ist selbst mal mit dem Fahrrad hierher gefahren. Aber ich weiß gar nicht, durch welchen Zufall er jetzt hierher kam. Er hat davon mal gehört, Mhm. dass das halt mit diesen Erscheinungen, Marienerscheinungen und so. Mhm. Und er ist auch strenggläubiger. Ja. Und ja, der hatte das dann eingeleitet. Der ist einfach mal auf dem freien Fuß hierher gefahren oder ja, hergepilgert das erste Mal. Dann ist er in unserer Unterkunft beim, na, wie heißt die Familie jetzt? Das komme ich jetzt auf die Schnelle Das nicht passt drauf. ja. Jedenfalls haben wir eine sehr, sehr nette Gastfamilie und Ja. zu dieser fahren wir jedes Mal und werden Sehr gut. untergebracht. Also wir haben noch nie unsere Unterkünften gewechselt. Wir fahren immer zu dieser ein und derselben Familie und die bewirtet uns das wunderbar. Die haben auch die Kapazitäten. Also es hat angefangen, dass er bei dem Opa damals gelandet ist noch. Er hatte ihn bewirtet und seitdem haben sich da Bündnisse aufgetan. Also er war so verbunden mit der Familie. Die haben uns auch dann immer wieder aufgenommen. Also Sie müssen entschuldigen, mein Sächsisches, was Na, da manchmal fantastisch. rauskommt, Ich finde dieses es so auch. toll. Das ist ein Na, schöner na. Akzent. Ja. Und ja, und mittlerweile sind seine Söhne auch mit involviert. Die haben auch jeder da ein Haus, Mhm. wo sie Kapazitäten haben von 10, 15, 20 Zimmer, Ja. Doppelzimmer. Und dadurch sind wir immer glückselig, dass wir bei denen ankommen dürfen. So, und Was mittlerweile, hat er euch, wenn ich das kurz frage, was hat der Mann euch erzählt? Der kam mit dem Fahrrad her, kam zurück in die Gemeinde. Was hat er euch erzählt? Was ist Medjugorje? er hat diese Vorträge ausgearbeitet. Man muss dazu sagen, er ist auch so ein spezieller Mensch, Mhm. dieser Herr. Mhm. Das nennt man bei uns ein Hochzeitsbitter, Ja. heißt das. Und die sind Was sehr, bedeutet das? Hochzeitsbitter sind sowas, im Neumodernen heißt das Hochzeitsmanagement führen oder so. Mhm. Das wurde aber schon immer bei uns so gemacht. Bei einer Hochzeit wurde immer ein Hochzeitsbitter engagiert, der sich um die Führung und Veranstaltungsleitung übernommen hat, Leute eingeladen hat und. Also muss man ja auch sehr, sehr menschenoffen sein und für solche Sachen auch richtig gut begeistern können. Und das kann er auch super. Mhm. Also er hat das auch mit so einer super Überzeugung erzählt und auch wiedergebracht und so. Mhm. Und das beste Beispiel ist dann auch, wenn das mal in der Familie passieren kann, dass man so überzeugt wird. Meine Frau ist seinerzeit, die ist jetzt das 11. oder 12. Mal schon da. Schon, ich sage mal, 12 Jahre mitgefahren. Zu mir hat sie immer wieder gesagt, Andreas, komm, fahr noch mal mit runter, schau dir das an. Und wie so ist, man hat immer viel zu tun. Ich hatte immer haufenweise Arbeit, keine Zeit so richtig und fahr noch runter und bete für mich mit und so. Bis ich dann ich bin jetzt das 6. Mal mit, vor 6 Jahren dann das erste Mal mit und da hat mir das auch so viel gegeben. So eine Überzeugung gegeben, wie das diese Leute begeistert, wie das die daran auch glauben und so, dass die mit so einem Herzen hier immer wieder herfahren und sich das hier mal anschauen, beziehungsweise dann auch jedes Jahr mit Überzeugung dann herfahren. Und so, man kann auch genauso gut sagen, er hat sich das ja mit diese Busse dann immer wieder, wir hatten einen und denselben Busfahrer, das wurde alles durchorganisiert, bis es einmal mal nie geklappt hat. Ja, dann stand er da als Organisator, da fliegen wir runter. Flugzeug gechartet von Dresden nach Split oder wie auch immer.
Aber er hat das dann selber auch mitgekriegt und mir leuchtet das auch so ein, das ist nicht die Pilgerfahrt, die man macht. Man ist ein blanker Tourist. Man rennt auf dem Flugplatz, man hat dort der Termine, zack, zack, hier muss man da sein. In einer Stunde sind wir unten und dort holt uns der nächste Bus und dann fahren wir rein. Wir fahren 2 Tage lang mit Station natürlich in Slowenien, Bled, machen wir Station und da hat man wirklich die Muße und man tut sich dermaßen vorbereiten auf diese Pilgerfahrt an sich. Klar tut das viele abschrecken, ja, da betet man nur. Und ach, da bist du ja nur am Rosenkranz beten. Ist nicht. Ist überhaupt nicht. Das ist so eine lockere Gesellschaft. Man ist ja unter sich. Man muss ja dann nicht steif da sitzen wie in der Kirche, wo ja dann die ganze Gemeinde schaut. Hier hat man diese Lockere auch bei dieser Reise. Also habe ich mir auch gesagt, ich fahre ja definitiv immer wieder mit runter. Und genauso geht es dann wieder nach Hause, wenn wir jetzt Freitag dann wieder abreisen. Da hat man wieder diese 2 Tage Zeit, runterzukommen. Klar ist man von den ganzen Eindrücken immer wieder, das nimmt auch körperlich ganz schön Ja, mit. ja. Aber man hat dort wirklich diese 2 Tage Zeit, im Bus zu sitzen und alles Revue passieren. Und wenn der Nachbar dort schläft die ganze Fahrt, interessiert mich nicht. Ich habe mit mir zu tun, ich kann mit mir selber dann ins Reine kommen. Und das gibt eben wirklich Jahr für Jahr immer wieder. Und da muss ich jetzt auch dazu sagen, er hat es nur altersbedingt, weil es wird ja auch sehr viel von ihm da abverlangt. Man hat die ganze Verantwortung für die Leute, dann immer wieder mal diese 2 Fahrten runter, Frühjahr und Herbst. Und das hatte er nun praktisch abgegeben, auch an eine super Person, die das auch super übernommen hat, alles. Und praktisch macht die das jetzt weiter. Er ist zwar jetzt mit beim ersten Mal jetzt und er ist also so auch überzeugt und er will das jetzt nicht abrupt abfallen lassen, das war mir klar. Nur diese Verantwortungssache hatte er jetzt einer anderen Person in die Hand gegeben. Mhm. Er macht das unterstützungsmäßig einwandfrei mit und doch, also man kommt immer wieder herzlich hier runter. Also das Was ist, gefällt dir am besten am Medjugorje? na wie gesagt, diese Massenbewegung jetzt nicht in diesem Sinn, aber wie das aus aller Welt die Leute begeistert, an diesen Ort zu erscheinen. Also das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, auch man weiß ja nur, um was es hier geht, bei diesen 6 Serien und so weiter und so fort. Und dieses alles, wie das so diese Fügungen gibt und so weiter. Und wenn es bloß dieser eine Punkt auch war, zum Beispiel, dass hier keine Granate geflogen ist in der Kriegswirren in die Ja? 90er Jahre, Medjugorje wurde verschont, kann man sich auch sagen, das war Gottes Fügung. Ja. Dass ja nicht ein Schuss gefallen ist und nichts und ringsrum. Wir kamen gerade heute aus Mostar zurück, mal anschauen Mostar, was das bedeutete dort, noch alles Diese niedergeschossen. Einschusslöcher überall noch Wahnsinn. Und da hat man dort auch das ist die Kathedrale, ne? Diese, zerstört, wieder aufgebaut. ne? Ne? Und mit was für Mittel, also wie herrlich man die wieder aufgebaut hat. Wir hatten heute auch eine super Dolmetscherin mit dabei. Mhm. Die hat das uns wunderbar alles erklären können, was der Künstler sich da drinnen auch gedacht hat mit dem Alten Testament, dem Neuen Testament, die ganzen Punkte durchgegangen. Und das hat mich auch so imponiert. Aber wie gesagt, dieses Medjugorje, ja, hat sich aber auch ganz schön entwickelt jetzt wieder mal weiter, sage ich, mit den Jahren, wenn man das so sieht. Mhm. Ja, gut, ich kann es erst seit 6 Jahren erst beurteilen. Die anderen, die ja schon seit 20 immer mit dabei sind, die haben noch ganz andere Zeiten hier gesehen. Das ist klar. Du Und, machst, ja, hm? du machst das volle Programm, Beichte, Ja, Rosenkranz, alles? ja. Fangen wir mit Ma- dem Rosenkranz an. Ich meine, deine Frau ist länger hergekommen. Bist dann auch hergekommen. Betet ihr zusammen jetzt den Rosenkranz zu Ja, Hause? ja, ja. Hat sich eure Ehe verändert, dass es mal jetzt fröhlicher ist? Nancy und Patrick sagen, wir beten den Rosenkranz und die Ehe hat sich verändert, viel schöner geworden alles. Naja, das ist aber uns schon von Anfang an gegeben praktisch. Also wir sind in der Oberlausitz Katholiken durch und durch von Kindheit an. Also ich hatte ministriert Ja. und so weiter. Diesen ganzen Werdegang hatte man schon alles durch. Und du warst doch auch noch im Kommunismus, oder? Ja, wir waren zwar Kommunismus, aber das war ja alles so mehr intern, so versteckt oder so. Ja. In unserer Ecke, wir hatten das Glück gehabt, da Ja. in der Oberlausitz hatte man diese Sache nicht ganz so durchgedrückt. Es war zwar alles in der Schule so mit Unterricht und dies und jenes, Mhm. aber Weil die das, Katholiken da waren. ja. Also Ne? wie hier im Endeffekt. Ja, Bisschen. ist auch dasselbe praktisch. Ja, aus der Jugendzeit, beziehungsweise wo ich zur Volksarmee war das beste Beispiel. Ja. Man ging mit jugendlicher Dummheit hin. Ja, wenn du 3 Jahre dich verpflichtest als Unteroffizier, dieses Grundwehr war ja 1,5 Jahre. Das musste ja jeder ableisten, ob er will oder nicht.
So, da hatte ich so gesagt, kannst du ein bisschen Geld machen und wer weiß, wie sich's entwickelt. Mhm. Habe ich dann aber meine jetzige Frau damals kennengelernt, äh, die kam zu mir, hat gesagt, wir sind beide katholisch aufgewachsen, alles. Also, wenn du das machst, ich warte nicht auf dich. Schon alleine, das war für mich dann diese Entscheidung, nö, mache ich nicht mit. Bin ich zum Wehrkreiskommando, hab gesagt, ja, ich hab's mir überlegt, ich gehe doch bloß meinen Grundwehrdienst ableisten und das war's. Das war dann natürlich die Retourkutsche, die meinten, naja, da werden Sie sehen, Herr Scholze. Irgendwann finden wir sie noch, trotzdem. Und das war dann, Grundwehrdienst ging bis 26 Jahre. Natürlich mit 25 und dreiviertel Jahr haben sie mich dann geholt. Da stehst du dann dort als so ein Soldat mit 25 Jahren, schon mal Lebenserfahrung. Also ich hatte mit 21 Jahren mal ein Haus gebaut. Und da hast du dann solche vorgesetzten Schnösel mit 80 Jahren, von denen sollst du dir was kommandieren lassen. Da gab's ja nur Gelächter und Gemache. Und ich muss da auch dazu sagen, das war gerade die Zeit, wo dann der Umsturz kam. Ich war dann als Volksarmist bin ich reingegangen, als Bundeswehrangehöriger wieder raus aus dem Verein. Das war da ganz lustig gewesen, was ist überhaupt mein Feindbild jetzt mal davon, Ja. was ja nicht ganz mit Katholismus zu tun hat. Aber daran hat man mal gesehen, wie man auch mit solchen Sachen umgehen musste Ja. und wie man da auch, das hat man weggesteckt. Also das mit dem Kommunismus war für mich alles Gelächter, im Grunde genommen. Und hat bei uns eigentlich die Kirche immer funktioniert. Da sind die nicht rangekommen. Mhm. Da gibt's auch solche Sachen, zum Beispiel, werden Sie noch nie gehört haben, davon vom Osterreiten Mhm. in der Oberlausitz. Da tun sich alle, also die meisten jungen Männer, nur Männer, Frack, Zylinder, Stiefel, Gehrock anziehen und dann wird von einer Pfarrgemeinde zur anderen Kirchgemeinde die Osterbotschaft Mhm. gebracht. Nur mit Pferden. Da hat man dann eine Gemeinde, die haben da, ich sage mal, 1500 Pferde, über 700 Paar. Und so gibt's, das sind genau 12 Züge sind das, Mhm. die bei uns in der Oberlausitz, in dem Ort zum anderen Ort oder Nachbarort zu dem Ort. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr sehenswerte Brauchtum praktisch. Mhm. Auch also ist ja katholische Brauchtum. Wow, noch Mit die nie gehört, ne? fantastisch. Das müssen Sie sich mal merken. Und da können Sie auch mal schauen. Also das tut die Sorben auszeichnend, solche Sachen. Wir haben auch andere Brauchtümer, die wir pflegen, folklorischer Hinsicht dann auch. Aber richtig reine, gut, Fronleichnam, da gehen die jungen Mädels in Tracht, Mhm. in Jungfrauentracht, das ist alles so in weiß, das sind so herrliche Bilder. Mhm. Also wenn Sie da mal so reinschauen im Ja. Internet oder sich mal sowas beschauen, Fronleichnamzüge in der Oberlausitz, Osterreiten in der Oberlausitz oder allgemein Kirchbräuche mal Wow, raussuchen, das ist schon was Feines. Und fantastisch. wie gesagt, ich komme ja nur auch aus einer Familie, also wir sind rein sorbisch. Wir sprechen zu Hause Sorbisch, wir haben ja sorbische Schulen. Mhm. Die Kirchen bei uns sind, die Messen, Hauptmesse ist immer in Sorbisch. Wir haben auch Deutsch dann für die dazugezogenen. Aber es wird sehr gepflegt bei uns, die Oberlausitz. Und warum bist du katholisch? Was ist für dich, warum bist du so begeistert vom Katholizismus? ja, das ist halt so diese Überzeugung, Ja. wie das so alles mal auch war praktisch. Also ich wurde ja nie gezwungen zu sowas. Vieles wird auch automatisch bei uns übergeben, dass man das so macht, weil es so in der Kirche schon immer so war. Mhm. Aber wie gesagt, diese reine Überzeugung, das ist meine Sache. Ich bin von Herzen aus Katholik und ne? Hat es auch Medjugorje nochmal verstärkt, weil man ja sagt, Mutter Ja, Gottes sagt, ihr ja. betet vom Herzen. Doch, definitiv. Wirklich? Also sowas wie Medjugorje, das gibt ihm dann so richtig was. Ja. Ich meine, wir waren auch Rom, Vatikan und so, aber das waren mehr so touristische Aspekte. Ja. Das, was hier ist, das ist der Glaube daran. Und ich sage ja, wenn man wieder nach Hause ist, man fährt runter und man denkt immer wieder, man hat ja auch heutzutage genug Möglichkeiten, Musik, CDs, ich habe auch mir CDs mitgebracht, wo man diese bekannten Marienlieder drauf hat und das alles. Und das gibt dem auch immer wieder eine Stärkung. Wenn ich zu Hause so einen Knickpunkt mal habe, ja, hole ich mir die CD raus, hörst du die Lieder, tust du auch die Gebete damit abhören und machen. Genau. Man hat ja auch die Möglichkeit, sich mal reinzuschalten. Selbst sowas mache ich auch mal gerne. Und wenn ich bloß auf YouTube mal diesen Fernsehkanal, oder nee, Fernsehkanäle sind das nicht. Den Live. Ja, entweder live oder man hat ja auch Stream. überall diese Kameras hier auf Ja. den Stationen. Ja. Das nochmal schauen, das ist eine Begeisterung hoch 3.
Und Oh, das, ja. ja, Betest du was ist die Schönheit? Du hast ja gesagt, du betest mit deiner Frau den Rosenkranz. Was ist die Schönheit von den Gebeten? Wenn ich ja, fragen das darf. ist tja, wie soll ich das jetzt so sagen? Vom Herzen. Ja, das ist, dass es uns wieder Mut und Stärkung gibt. Ich muss dazu sagen, ja, meine Frau ist vor 3 Jahren an Parkinson erkrankt, Mhm. kann noch halbwegs mit, dadurch ist er auch mit. Aber Erscheinungsberg kann sie leider nicht mehr hoch. Mhm. Vor 10 Jahren konnte sie noch hoch. Da waren wir zusammen oben, jetzt gehe ich immer alleine hoch. Mhm. Ja, da kommt ein Steinchen mit nach Hause. So hat sie dann so eine Sache da liegen, wird eingetragen, wann das war, vom Erscheinungsberg oder Kreuzberg. Mhm. Beide Sachen werden mitgenommen. Nee, und das gibt uns dann schon Kraft, dass das auch mal weitergeht. Gerade mit ihr dann. Ja, Ist dann auch nicht mehr so leicht. Oh ja, und auch unsere Kinder, können wir sagen, und sogar dann mittlerweile die Enkel, die sind da auch, alle dabei. ja, die sind da auch katholisch, ne? Wir haben Wow. Und auch, was sagen Sie denen? Warum ist der Glaube so schön? Was sagen Sie Ihren Kindern? ja, also ich hab's ja auch schon mal versucht, aber die scheuen noch davor, praktisch mal hier mit runterzufahren. Wir haben ja im Bus auch viele Großeltern mit ihren Enkel. Hm. Das gibt's ja auch, ne? Dass sie da, haben wir uns mit der Frau auch so gesagt, gut, unser Enkelkind, die Größte, die ist jetzt 7 oder 8 Jahre, die werden wir auch mal überzeugen, mitzukommen, Mhm. sich mal diesen Glauben und diese Begeisterung der Leute mal mit anzusehen. Wenn ich das immer so sehe, hier abends zu der Abendsmesse auf dem freien Platz, gut, dieses Jahr sind wir jetzt sehr spät dran, sonst waren wir im September dann. Mhm. Da war es wirklich herrlich, dann sowas zu erleben hier. Und heute haben wir ja wieder Anbetung und diese Stille dann so, Unglaublich. 7000 Leute. Totale Stille. ja, Die ja, Geigenmusik, no, das Singen. ja, das ist nicht immer so. Das finde ich, weil es berührt die Seele einfach, oder? No, absolut. Gerade in Deutschland, weil wo wir so viel No, durchmachen, ja, im Zentrum von ja, Europa, ja, und können ein bisschen Frieden hier finden. ja, ja. Und momentan ist sehr schlimm, diese Situation. Ne? Wir kennen auch, was ist vom Glück, also uns berührt es nicht ganz so, da wir vom Lande sind praktisch. Und auf dem Land bekommt man das ja nicht so mit. Hm. Klar hat man überall immer diese Meldung und das alles, aber ja, Aber ich glaube, euer Gebet, ich habe das ja, gesagt, Ostdeutschland rettet Deutschland, weil ja, ihr habt den Kommunismus erlebt. ja, Es kommt immer zurück, was das, mal gegeben wurde, ja, kommt immer zurück. ja, Die ja, Kreise müssen sich schließen. ja, Die Beichte hilft dir dabei, auch Frieden zu finden? ja, Vater? definitiv, ne? Deswegen gehe ich ja dann ja auch hinten auch immer zur Beichte dann oben hinter der Kirche, Ja. die dann abends immer jetzt praktisch hat man die Möglichkeit nur. Und das hilft mir auch auf alle Fälle, wie das jetzt. Kannst du kurz sagen, warum die Beichte? Viele Leute haben Angst, dass die denken, man geht in den dunklen Raum und dass der Priester, der verurteilt einen. Das stimmt ja gar nicht. Kannst Nee. du erklären, was die Schönheit der Beichte ist, der katholischen Nee, Beichte? dass man doch von der Seele runtersprechen kann, ne? Was bedrückt einem so richtig? Ja. Und da die vielen Ängste momentan auch und so. Ja, das ist eben halt so ein Punkt, sage ich mal, den man halt nutzen muss. Ja, aussprechen Definitiv. kann man Nur, alles. nur, Ja. ja. Und dann sagt unser Glauben, wenn wir im Stand der Gnade sind, dann können wir zur Kommunion gehen. Es scheint so, viele Leute verstehen nicht mehr, was die Eucharistie ist. Ja, Kannst du erklären, ja. was das ist? Ganz in deinen Worten. Ja, das ist eigentlich mal erstmal das Reinwaschen der Seele. Ja. Dass man das erstmal macht und ich sage mal, nee, ja, mit Haufen Problemchen da zur Kommunion geht dann, ne? Zur Eucharistie dann. Ja, Das ist es ja. Ne? genau so ist es. Ne? Die Reinheit empfängt im Genau, Endeffekt, dass man genau. auf dem gleichen Niveau ist. Ne? Ja, ja, ja. Und Jesus Christus reell in Brot, Blut und Körper, oder wie sagt man im Deutschen, weil ich viele englische Videos mache, kann ich schon gar nicht mehr in Deutsch sagen. Also Jesus Christus reell präsent, reell Ja, wirklich in ja, der Hostie. ja. Du spürst es auch, dass dann Freude hast, Ja, du weggehst und no, schwingt weg. no. Ja, das ist ja vieles mental auch. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nichts von der Geschmackssinn oder so Ja. zu erleben. Das ist einfach nur Seelisch, mental. Ne? mental, ne? Ne? Genau. Ja. Und am Ende, was würdest du Leuten sagen, warum mal nach Medjugorje kommen? Ja, eben diese Möglichkeit, wegen halt zum Reinen und zum Frieden zu kommen wieder. Das ist in dieser hektischen Zeit, wie gesagt, heutzutage machen viele nur einfach hin, erledigen und wieder weiter. Hier hat man ja wirklich diese Woche für sich, kann man auf alle Fälle, na, ja, jetzt, ich schaue gerade Ja, klar. meine Was kann man Frau hier auf alle beobachtet da. Fälle? Auf alle Fälle. Was kann man hier bekommen auf alle Fälle? In Medjugorje? Du wolltest gerade was sagen. Was kann man hier auf allen Fällen Ja, bekommen? diesen Segen da. Diesen Segen, No, den no, auf himmlischen alle Segen. Fälle. No, Wow, was kann ich nur sagen? Danke für dieses schöne Interview. alles klar, war mir eine Freude, hätte